So, ich hab's im letzten Video schon mal kurz angezeigt, mein APRS-Map-Tool. Und in diesem Video möchte ich das ein bisschen detaillierter präsentieren. Dafür gehe ich erstmal durch, was man offensichtlich sieht. Das ist die Map. Wir können hier verschiedene Provider auswählen. Ganz wichtig für mich ist, dass man das Ganze auch immer ohne Internet betreiben kann. Da gibt es den Support für Local Tiles. Ich werde in einem späteren Video werde ich mal aufzeigen, wie man sich die Tiles generieren lassen kann und dann lokal ablegt. Man kann das Ganze filtern. Das heißt, wenn wir jetzt nach Police Station filtern würden, dann hätten wir hier nur die Anzeige der Police Stations. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass im Hintergrund er dennoch alle POIs sammelt und zuordnet. Sie werden nur denn nicht angezeigt. So, hier unten sieht man detailliertere Informationen zu einem POI. Ich habe vorhin im Test, genau, hier sind Ballons. Die finde ich immer ganz witzig, sich anzuzeigen. Wenn man hier draufklickt, werden die Tracks angezeigt. Das kann man auch mit mehreren machen. Das heißt, wenn ich hier jetzt noch ein Auto hätte oder noch mehrere Wetterballons, dann könnte man auch die gleichzeitig mittracken. Auch hier die Information, die wird im Grunde genommen immer nur ausgeblendet. Also auch wenn ich die Tracks nicht anzeigen lasse, sie sind da, sie werden nur ausgeblendet. Hier hätten wir Charts dazu, damit man die eben auch über einen bestimmten Zeitraum sich anzeigen lassen kann. Und also das sind eben nur die wetterbezogenen Charts und das sind die Charts, die es sonst noch gibt, wenn es sonst irgendetwas noch bereitstellt. Zum Beispiel die Climb-Rate. Ja, ich sehe, eigentlich könnte ich, ach nee, das ist Altitude, Entschuldigung. Klar, Altitude und Climb Rate hat nichts mit Wetter zu tun, deswegen wird das hier zusätzlich angezeigt. Wir haben hier noch die Wetterstation, die können wir uns natürlich anzeigen lassen. Ich hatte gehofft, dass wir hier vielleicht nochmal ein noch ein Ballon. Können wir uns auch mal anzeigen lassen. Auch hier die Tracks. Das Paket ist neu. Wir gucken mal, wie viele Pakete da ist. Es gab bislang nur ein Paket davon. Wir können nochmal hier runter gehen. Da gab es sicherlich schon ein paar mehr Pakete. 2 Stück, jetzt auch nicht so viel. Haben wir hier sonst noch irgendetwas Interessantes? Ich denke nicht. So, also man sieht, man kann schon recht weit raus zoomen. Gehen wir kurz in die Properties. Aktuell bekomme ich die Daten hauptsächlich von iGate. Die Latitude und Longitude holt er von der Station Info, das heißt abhängig meiner Position. Für AIS-Daten habe ich Support für Dump 1090 hinzugefügt, das könnte man hier aktivieren. Bis hier eine Executable eingetragen würde, das Programm auch automatisch starten. Mein APS-Map unterstützt GPS über GPSD. Das heißt, ich kann alles mögliche an GPS-Mäusen an Linux ranhängen. Sofern GPSD konfiguriert ist, würde über GPSD die Positionsdaten rausholen. Ich kann mal gucken, ob das hier auch aktuell der Fall ist. Ja, also
Man sieht, ich habe einen ganz guten GPS-Empfang. Kann ich hier auch mal hingehen. Wenn er valide GPS-Daten empfängt, dann ist er blau. Ist GPS nicht aktiviert, dann wäre er grau. Ich kann hier jetzt mal draufklicken, dann nimmt er genau die aktuellen Daten. Das sieht man auch. Ja, aktualisiert das hier immer. So, hier am rechten Fenster, das kann man auch abdocken, wie man sieht, oder eben andocken. Ich mache das ein bisschen größer. Dann sieht man die letzten Stationen, die er empfangen hat. Die neuesten kommen immer nach oben mit der Distanz zu der eigenen Position her und das, wie viel Paket es ist, also wie häufig wurde die Station schon empfangen. Ich habe hier Support für Messages noch hinzugefügt. Das heißt, APS-Map ist in der Lage, Messages zu empfangen. Da kann man sehen, ich habe jede Menge Testnachrichten. Das gleiche gilt für Bulleting-Messages. Leider habe ich bislang noch keine einzige empfangen. Und man kann natürlich auch Nachrichten raussenden. Also wenn ich hier jetzt eine Station habe, ich suche mir hier mal einen aus, dann kann ich der eine Nachricht zuschicken. Ja, ich hatte ja schon gesagt, die Daten bekomme ich aktuell über iGate, aber ich habe hier auch FlexPacket mit angebunden. Man sieht aber, in meiner Gegend empfange ich aktuell keine APS-Daten. Würde ich welche empfangen, würden wir die hier drin sehen und er sendet dadurch, dass ich APS-Map über diesen Button gestartet habe, sendet er auch gleichzeitig die empfangenen Daten an APS-Map weiter. Rein theoretisch würde das auch mit jedem anderen Programm gehen, sofern das andere Programm das Datenformat unterstützt. Dann müsste man hier nur Enable External Mode aktivieren. Was anderes tut FlexPacket in dem Fall auch nicht. FlexPacket startet diese Executable und aktiviert External Mode. Über External Mode würde er auch die Daten empfangen. Also wenn ich hier jetzt ihm etwas zuschicke, ich sag mal, dies ist ein Test. Schönen Sonntag. Dann geht es zur APS-Map und wir sehen, er sendet das sofort raus. Solange er kein Acknowledge bekommt, versucht er das immer wieder. Bis zu 7 Mal. So. Und dann kann man das hier auch sehen, ein FlexPacket. Dies ist ein Test. Schönen Sonntag. So, ich kann hier auch meine Position senden. So, ich hoffe, man kann den Packet Radio Ton jetzt auch im Video hören. Ich habe das hier extra für Scott angemacht, damit er die schönen Tönchen hört. So, wir können nochmal forcen, dass er die eigene Position sendet.
Gut, jetzt würde er was habe ich hier eingestellt? Alle 60 Minuten würde die eigene Position senden mit dieser Nachricht. Ich kann das runterdrehen auf jede Minute, aber das muss nicht sein. So, nach wie vor empfange ich hier nichts über RF. Aber das macht auch nichts. So, wir können nochmal hier nach unten gehen zu unserem Ballon. Der ist schon ein bisschen weiter geflogen. Ja, ist schon recht hoch. Und dann habe ich gesehen, der andere hat sich hier auch schon bewegt. Ziemlich schnell, sehr hoch. Der Druck nimmt ab. So, ich habe das so programmiert, er erkennt, welche Sonne das ist. Und dann holt er die entsprechenden Daten aus der Payload raus. Das bedeutet, habt ihr andere Payload, die ihr hier gerne angezeigt haben möchtet, was ich vielleicht out of the box nicht unterstütze, müsst ihr einfach Bescheid geben. Schickt mir die Payload zu, dass ich sie abbilden kann. Und dann würde in einer neuen Version würde auch das angezeigt werden. Ja, was kann man hier noch anzeigen? Irgendein Auto, welches fährt. Der ist auf der Autobahn. Aber bislang nur ein Paket. Fährst du hier? Na, da ist mal jemand auf der Autobahn. Ja, auch nur ein Paket. Okay. Gut. Dann. Ach, guck mal, hier ist noch ein Ballon. Ey, der steigt unheimlich schnell. Mhm. Hier oben haben wir auch einen Ballon. Ja, nur ein Paket bislang. Das ist meine Station. Das ist wieder meine Position. Nein, er hat an DL4HAO nochmal den schönen Sonntag rausgeschickt. Wie gesagt, solange es kein Acknowledge gibt, versuchte das ein paar Mal. Ja, ich denke, jetzt habt ihr einen netten Überblick über APS-Map in Verbindung mit FlexPacket, aber auch in Verbindung mit iGate. Und wenn ihr Fragen habt, dann sagt einfach Bescheid. Tschüss und schönen Sonntag.